Ja, ich bin Hannes. Wir beide zusammen heißen Aka Aka. Und wir befinden uns gerade in unserem neuen Studio, das jetzt endlich final eingerichtet ist. Genau. Wir freuen uns richtig, also mein Name ist Holger übrigens. Und wir freuen uns richtig, dass wir endlich mal einen schönen Sound haben. Und wie ihr selber hört, der Nachhall ist wunderbar hier drin. Also man hat den echt krassesten Sound hier drin, den man sich vorstellen kann. Ja, ne, wir sind schon echt richtig oft umgezogen mit unserem Studio hier in Berlin und hatten teilweise auch echt schönen Spreeblick, aber dann hat dafür alles akustisch nicht hingehauen. Wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass wir in alten Studios dann auch teilweise mit selbst nicht mal groß berechnen, sondern einfach flächendeckenden Maßnahmen. Also sag ich mal, wir hatten einmal diese Eierschalen, Schaumstoff zum Beispiel an Wänden, Ja. wo du dann einfach den Sound zwar total tot kriegst, aber es ist halt wirklich dann staubtrocken. Dann kann man zwar produzieren, aber es hat nicht einen natürlichen Genau. Klang, der dann am Ende ist er dann dadurch, dass er so tot ist, sogar verfälscht. Ja, und das Schlimme ist, dass du im Bassbereich einfach gar nichts änderst dadurch. Und dadurch hast du ein Rumpeln, aber ein totes Rumpeln, was ziemlich anstrengend ist. Hofer haben wir uns eigentlich ausgesucht, weil es einfach so schön aussieht. Oder? Ja, das sieht wunderbar aus. Ja. Und die Module sind alle wunderbar designt. Und dann hatten wir durch Kollegen, die Erfahrungswerte damit hatten, die haben uns das dann auch noch empfohlen und dann haben wir es jetzt ausprobiert. Ja, und der Kontakt war auch einfach super nett. Ja. Wir haben erstmal alle Daten hingeschickt, das heißt Raumhöhe, Materialien, Raumtiefe, also alle Maße im Prinzip. Dann Auch ein Frequenzbild. ein Frequenzbild von den Genie-Legs, die können das. Und dann noch ungefähr, wie wir sitzen wollen, also welche Richtung wir gucken wollen und so weiter. Und daraufhin wurde dann sozusagen ein Protokoll erstellt und mit diesem Protokoll, daraufhin hat er gearbeitet. Und dann haben wir erstmal grob nach dem Protokoll ausgerichtet, ohne Akustik, eine neue Messung gemacht und die dann nochmal hingeschickt und daraufhin wurde dann der Rest geplant. Genau, und dann eben entsprechend geplant, welche Akustikelemente nötig sind, also Diffusor, Absorber, diese Bassabsorber, Bassstraps, Genau. Die Deckensegel und so weiter. Ja, und ich war krank, deswegen konnte ich nicht helfen. Holger hat es einfach an einem Tag alles alleine aufgehangen. Mit Rückenschmerzen. Aber ich hab's hingekriegt. Und auch ein frei aufstellbares Segel, sodass wir in einer Ecke des Raums unsere Vocalaufnahmen machen können. Ja, wir sind ja keine Pop-Produzenten, das heißt, wir brauchen keine feste Booth. Also für genau, das, dann kann was man wir machen, ist das dieses perfekt. frei aufstellbare Segel kann man dann einfach an die Wand schieben, hat Platz, oder wenn man dann den Raum braucht, dann aufmachen. Man stellt sich dann da rein und hat wirklich einen sehr trockenen Oder wenn du Musiker Sound. da hast, kannst du den Raum auch vergrößern und dementsprechend anpassen. Also so für uns die perfekte Lösung. Also wichtig ist, ich glaube, das ist so diese, wenn man anfängt überhaupt, also man ist vielleicht DJ, fängt dann an zu produzieren und hat dann diese Idee, ich brauche einfach die besten Boxen, die verfügbar sind. Das ist so ein bisschen der Trugschluss, den ich auch hatte als junger Produzent, also vor 15 Jahren. Und da haben mir dann auch erfahrene Produzenten gesagt, so hey, es ist mehr oder weniger 50-50, du brauchst natürlich auch gute Boxen, aber genauso wichtig ist auch der Raum. Und wenn du dich jetzt einfach in einen nackten Raum mit nackten Wänden stellst, ohne irgendwas, einen Teppich oder ohne ein Sofa oder so, es klingt einfach nicht gut, da bringen dir die besten Boxen wirklich nichts, weil der Nachhall dann so extrem ist, dass du nicht mehr ein klares Signal, also kein lineares Klangbild hast. Also ich würde da sogar noch weitergehen. Ich würde sagen, Raumakustik macht 60-70% vom Raum aus. Dann sind die Boxen, bringen ja dir auch nichts, wenn das Ausgangssignal scheiße ist, was aus dem Computer kommt. Das heißt, da brauchst du noch eine gute Soundkarte. Also wenn man mich fragen würde, dann würde ich sagen, erst ein Audiointerface und dann mit Kopfhörer, dann Geld in die Raumakustik stecken und dann wirklich auch ordentlich machen und als letztes die Lautsprecher. Und du kannst bei Lautsprechern auch erstmal mit kleineren anfangen, weil... ja, unsere erste EP ist auf Lautsprechern entstanden, die im Paar 250 € gekostet? Nee, 150 € und die Raumakustik war eine Katastrophe. Genau, und trotzdem hat es gereicht, dass es auf Beatport eine Nummer 1 im Genre wird. Und, weil wir einen guten Mixer hatten, aber der hatte Raumakustik. Der hatte Raumakustik, ganz genau.